Und jetzt das Heute-Journal mit Gundula Gause und Dunja Hayali. Schönen guten Abend. Quo vadis Georgien? Ost oder West? Das Parlament scheint mit dem heutigen Tag jedenfalls in eine andere Richtung gehen zu wollen als die Mehrheit der eigenen Bevölkerung. Anders lässt sich das, was da heute verabschiedet wurde, ja kaum erklären. Künftig müssen Medien, Nichtregierungsorganisationen und andere gemeinnützige Gruppen sich registrieren lassen, wenn sie mehr als 20% ihrer Finanzmittel aus dem Ausland erhalten. Russland lässt grüßen. Auch dort werden ja bestimmte Organisationen als Agenten ausländischer Einflussnahme geführt. Über das neue Gesetz, das trotz massiver Proteste abgenickt wurde, Sebastian Ehm. Sie demonstrieren immer noch. Auch über 5 Stunden nach der Entscheidung im Parlament. Zehntausende auf den Straßen von Tiflis zeigen, was sie von dem Vorhaben der Regierung halten, das sie russisches Gesetz nennen. Wenn Sie das Gesetz lesen, merken Sie, dass es eine exakte Kopie des russischen Gesetzes ist. Ich will nicht in Dunkelheit leben. Meine Kinder und ich wollen frei sein in Europa. Wir werden unsere Rechte und unsere Demokratie nicht aufgeben. Unsere Vorfahren und auch unsere Generation hat mit Blut gegen die russischen Diktatoren gekämpft. Knapp 4 Stunden debattiert das Parlament heute das Gesetz in 3. Lesung. Die Atmosphäre hitzig. Kurz vor der Entscheidung fliegen mal wieder die Fäuste. Am Ende boxt die Regierungsmehrheit das Gesetz durch. Kurze Zeit später marschiert vor dem Parlament die Staatsmacht auf und drängt die Demonstrierenden zurück. Diese wollten sich vorher gewaltsam Zutritt zum Parlament verschaffen. Die Wut ist groß. Wir bleiben hier und wir demonstrieren jeden Tag, bis wir der Europäischen Union beitreten. Georgien. In der deutschen Botschaft in Tiflis treffen sich parlamentarische Vertreter aus EU-Ländern mit der georgischen Zivilgesellschaft. Auch Michael Roth aus dem Deutschen Bundestag ist dabei. Für ihn sei das Beitrittsgesuch Georgiens mit einem solchen Gesetz nichts mehr wert. Denn es sei ein direkter Verstoß gegen EU-Auflagen. Zumindest habe ich den Eindruck, dass es eine klare Entscheidung der Bevölkerung gibt und dass die Regierung diese Politik des Schaukelns zwischen Ost und West fortzusetzen versucht. Das gelingt aber nicht mehr. Und deswegen gibt es ja auch bei der Regierung keine Gesprächsbereitschaft mehr. Weder uns gegenüber, noch der Zivilgesellschaft gegenüber, noch der Protestbewegung gegenüber, noch der Opposition gegenüber. Man versucht knallhart, die eigenen Interessen durchzusetzen. Vor dem Parlament spielen sie am späten Abend die Europahymne. Für die größtenteils jungen Demonstrierenden geht es längst nicht mehr nur um das eine Gesetz, sondern um eine Richtung, die Georgien ihrer Meinung nach eingeschlagen hat. Sie fühlen sich betrogen um ihre Zukunft, die sie nicht in Russland, sondern in der Europäischen Union sehen. Nachfragen dazu jetzt an Isabel Schäfers in Brüssel und auch an unseren Moskau-Korrespondenten Armin Körper, der das Ganze ja seit Tagen aus Tiflis beobachtet. Armin, was bedeutet das denn jetzt für das Land, auch für die protestierende Bevölkerung? Ich stehe hier auf dem Rustaveli Boulevard vor dem Parlament. Hier herrscht Volksfeststimmung. Hier werden große Reden gehalten und zwischendurch immer wieder die Europahymne gespielt. Das wirkt natürlich skurril, weil das Gesetz wurde ja heute verabschiedet. Ich versuche mal, das irgendwie persönlich zu erklären. Ich habe hier eine Art Déjà-vu. Mich erinnert das ganz stark an das, was ich vor 10 Jahren auf dem Maidan von Kiew erlebt habe. Auch da war ja eine junge Bevölkerung, die ihren Weg nach Europa massiv eingefordert hat. Und da war eine Regierung, die offensichtlich sowohl die Bevölkerung als auch die Europäische Union an der Nase herumgeführt hat, indem sie einen Zickzackkurs gefahren ist zwischen Ost und West. Auch in Georgien, das muss man immer wissen, ist ja aktuell ein 1/5 des Landes von Russland besetzt. Also wenn ich das hier heute so sehe, dann kommt mir die Erinnerung sehr präsent. Und da sehe ich natürlich auch, wohin das in der Ukraine geführt hat. Dann kann man natürlich nur hoffen, dass Georgien diesen Weg nicht einschlagen wird. Isabel, damit nach Brüssel. Die EU-Staaten hatten ja erst im Dezember beschlossen, Georgien den Status eines Beitrittskandidaten zu verleihen. Ist damit der heutige Tag dann auch so eine Art Ohrfeige für Brüssel?
Ja, also ich kann nur vermuten, dass sich das für einige hier heute so anfühlt. Aber eine offizielle Reaktion von Seiten der EU-Kommission, die gibt es hier heute noch nicht. Und das hat wohl zwei Gründe. Erstens wissen hier natürlich alle, dass dieses Gesetz jetzt einen Rückschlag bedeutet für den Weg Georgiens in die EU. Es gab auch immer wieder Warnungen jetzt im Vorfeld, etwa als die EU-Kommissionspräsidentin von einem Scheideweg Georgiens sprach. Aber die 27 EU-Mitgliedstaaten, die konnten sich bisher nicht auf eine klare gemeinsame Botschaft, auf eine gemeinsame Erklärung an Georgien einigen, denn Ungarn und die Slowakei blockieren das bisher. Und der zweite Grund für diese Zurückhaltung, der ist wohl, dass man nicht alle Türen in Richtung Georgien jetzt zumachen möchte, denn man weiß ja, dass die Mehrheit der Bevölkerung dort immer noch proeuropäisch ist und die Botschaft an die Protestierenden, die war hier auch immer, wir lassen euch nicht fallen. Denn die EU hat ja selbst ein Interesse daran, Georgien an sich zu binden und so ist die Sorge groß, dass wenn man jetzt hier zu hart reagiert, dass man dadurch Georgien ganz an Russland verlieren könnte. Klar ist aber natürlich, dass an diesem heutigen Tag konkrete Beitrittsgespräche mit Georgien in eine noch fernere Zukunft gerückt sind, als sie das sowieso schon waren. Dann noch mal kurz zu Armin nach Tiflis. Wieso entscheidet sich denn das Parlament für diesen, ich sag mal, putinistischen Weg? Ich denke, das hat mit Machterhalt zu tun. Im Oktober steht hier eine Parlamentswahl an und man versucht ja ganz offensichtlich mit diesem Gesetz Bürgerrechtler und kritische Medien ruhig zu stellen. Das Ganze ist wirklich ganz schwer zu verstehen. Die Bevölkerung ist angeblich zu 80% auf europäischer Seite. Sie hat aber eine Partei demokratisch in die Regierung gewählt, deren Gründer ein Milliardär ist, der mit in Russland reich geworden ist. Wie das zusammenpasst, ist ganz schwer zu erklären. Genauso wie man nicht genau weiß, inwieweit der Kreml an diesem Gesetz mitgeschrieben hat. Einschätzungen waren das von unseren Korrespondenten heute aus Tiflis und aus Brüssel. Vielen herzlichen Dank zum neuen Mediengesetz, das heute in Georgien verabschiedet wurde. Und damit kommen wir jetzt zu einer klaren Ansage aus den USA an China. US-Präsident Biden erhebt Strafzölle auf diverse Produkte. Am härtesten langt er bei E-Autos zu. Die Zölle vervierfachen sich auf 100%. Was Donald Trump mit Waschmaschinen und Wäschetrockner begann, führt Joe Biden also, der den Schritt damals übrigens noch sehr hart kritisiert hatte, mit Solarzellen, Computerchips und E-Autos fort. Und auch wenn der im Wahlkampf steckende Präsident betont, es gehe einzig und allein um den Wettbewerb mit China, so weiß doch jeder, dass es auch um den mit seinem Herausforderer geht. Benjamin Daniel über deutliche Zeichen und hohe Zölle. So sieht ein Schreckgespenst aus, zumindest aus Sicht der amerikanischen Autowirtschaft. Seagull, übersetzt Möwe, heißt eines der neuesten E-Modelle des chinesischen Herstellers BYD. Auch wenn es auf dem US-Markt noch nicht verfügbar ist, eine US-Beratungsfirma hat einen der Wagen schon mal importiert und unter die Lupe genommen. Ihr Urteil: Der Seagull überzeugt nicht nur qualitativ. Sie kontrollieren die gesamte Produktionskette und sind stark subventioniert, was Arbeiterlöhne und das Produktionsumfeld angeht. Das ist ein enormer Kostenvorteil und der Grund, warum sie solch ein gutes Auto für gerade mal $11.000 anbieten können. Wenn man das in Relation setzt, denkt man sich, oh mein Gott, das ist kaum zu glauben. Das ist ein Weckruf für unsere Industrie. Das ist der Maßstab, an dem wir uns messen müssen. Das weiß natürlich auch der US-Präsident und erhöht unter anderem die Einfuhrzölle auf chinesische E-Autos drastisch. Wir werden nicht zulassen, dass China unsere globalen Märkte flutet und es unseren Unternehmen unmöglich macht, in einem fairen Wettbewerb zu bestehen. So sollen die Zölle auf chinesische E-Autos von 25% auf 100% steigen. Für Halbleiter soll der Satz auf 50% verdoppelt werden. Gleiches gilt für Solarzellen. Außerdem auf Medizinprodukte wie Spritzen und Nadeln wird eine Zollgebühr von 50% fällig. Dass Joe Biden diese Maßnahmen gut ein halbes Jahr vor den US-Wahlen ankündigt, ist kein Zufall. Mit der harten Kante gegenüber China möchte er auch seinem Konkurrenten klarmachen, die wichtigen Stimmen der Autoindustrie wird er ihm nicht überlassen. Die Reaktion aus Peking erwartbar scharf. China droht mit Konsequenzen. Wir verurteilen unilaterale Zollerhöhungen, die gegen WHO-Regeln verstoßen. Wir werden alle nötigen Maßnahmen ergreifen, um unsere legitimen Rechte und Interessen zu schützen.
Für die US-Autoindustrie werden sich die neuen Zölle positiv auswirken. Die Frage, wie man ein für alle Schichten bezahlbares und hochwertiges E-Auto anbieten kann, ist damit aber nicht gelöst. Die Frage ist, wie bauen wir ein E-Auto, das funktioniert, das allen Anforderungen gerecht wird, das sicher und verlässlich ist, also alle unsere Erwartungen an solche Produkte erfüllt. Und die noch größere Frage, wie machen wir das auch noch auf einem profitablen Weg? Nun ja, hinter mir steht die Lösung. Wir sollten uns sie genau anschauen, um zu verstehen, wie auch wir das hinbekommen können. Die neuen Zölle setzen auch Europa unter Druck. Die EU-Kommission prüft zurzeit ihrerseits Anti-Dumping-Zölle auf chinesische E-Autos. Ausgang ungewiss. Ja, auch weil es in der EU 2 Lager gibt. Das eine besteht aus der Kommissionspräsidentin Frankreich und anderen. Die wollen eventuell eben auch Zölle. Eine andere Gruppe rund um Bundeskanzler Scholz will keine. Sicher aus politischen Gründen, aber Valerie Haller für uns an der Frankfurter Börse sicher auch aus wirtschaftlichen Interessen. Was würden denn Strafzölle für deutsche Autobauer bedeuten, die in China fertigen? Also für deutsche Hersteller wären sie sozusagen ein klassisches Eigentor, denn sie produzieren viel in China und dort auch für den europäischen Markt. Zölle und eben daraus resultierende chinesische Gegenzölle würden deutsche Autobauer also hart treffen. China ist für sie der wichtigste Absatzmarkt. Eher auf der anderen Seite stehen französische Hersteller beispielsweise, die kaum in China vertreten sind. Und darum hätten sie auch deutlich weniger Bauchschmerzen mit Zöllen, zumal sie vor allem die deutsche Konkurrenz schwächen würden. Und Valerie, wird China dann jetzt erst einmal ausweichen und zum Beispiel den deutschen Markt mit günstigen E-Autos fluten? Ja, davon ist auszugehen. Wenn der US-Markt für chinesische Hersteller wegbricht, dann suchen sie sich den nächsten großen, und das wäre eben Europa. Vermutlich mit noch mal deutlichen Rabatten, um den Überschuss hier loszuwerden. Für den Verbraucher wäre das nicht unbedingt eine schlechte Nachricht, für deutsche Autobauer hingegen schon, denn sie haben bisher kaum günstige Stromer im Angebot. Für sie wäre eine Flut von chinesischen E-Autos eine echte Konkurrenz. Sagt Valerie Haller. Vielen Dank nach Frankfurt. Es gibt nationalsozialistische Aussagen, die in Deutschland grundsätzlich verboten sind. Ein öffentliches Sieg Heil als Gruß beispielsweise gehört dazu. Dann wiederum gibt es Formulierungen, bei denen kommt es auf den Kontext an. Alles für Deutschland ist so eine Formulierung. Wenn Sportler sie in einem unpolitischen Zusammenhang sagen, ist das okay. Wenn Politiker es allerdings im Rahmen einer politischen Versammlung sagen, landen sie vor Gericht, so wie Björn Höcke jetzt. Der AfD-Rechtsaußen, der ein Staatsexamen als Geschichtslehrer hat, will von dem NS-Bezug nichts gewusst haben. Das Gericht aber glaubte Höckes vorgeblicher Unwissenheit nicht. Ann-Kathrin Jeske über das Urteil, das heute gefällt wurde. Alles für Deutschland, die zentrale Parole der SA. Hier zu sehen auf dem Reichsparteitag der NSDAP 1934. Heute macht sich strafbar, wer den Spruch auf einer Versammlung ausruft. Wie hier Björn Höcke auf einer Wahlkampfveranstaltung 2021. In Brust und Überzeugung sage ich ja, alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Das Landgericht Halle urteilte heute, die Aussage kostet Höcke 13.000 € Geldstrafe. 100 Tagessätze je 130 €. Höcke hatte sich damit verteidigt, die NS-Parole nicht gekannt zu haben. Das Gericht aber sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte gewusst hat, dass es sich bei dem letzten Teil dieser Formulierung, also alles für Deutschland, um eine verbotene Parole der Sturmabteilung der NSDAP gehandelt hat. Von Höcke und seinen Verteidigern hingegen kein Wort. Sie hatten schon vorab deutlich gemacht, im Falle eines Urteils zum Bundesgerichtshof weiterzuziehen. Für Björn Höcke, Landeschef der AfD in Thüringen, ist es seine erste Verurteilung. Seit 2014 sitzt er im Landtag. Immer wieder wurde gegen ihn ermittelt. Noch kurz vor dem Prozess brüstete sich der AfD-Politiker auf X, vormals Twitter, damit, dass seine Immunität bereits 8-mal aufgehoben wurde. Jetzt ist der AfD-Spitzenkandidat ein verurteilter Straftäter. Und das vor den Landtagswahlen am 1. September. Hat das Konsequenzen für Höcke? Das Recht verbietet nicht, dass ein bereits verurteilter Straftäter höchste politische Ämter übernimmt.
Das zeigt aber auch, dass das eigentliche Problem kein Problem des Rechts ist, sondern ein Problem der Demokratie, weil sich Wählerinnen und Wähler fragen müssen, ob es sinnvoll ist, ob es für das Land das Beste ist, jemanden in ein höchstes Staatsamt in einem Bundesland zu wählen, der bereits rechtskräftig verurteilt worden ist. Die Menschen in Thüringen können das am 1. September selbst entscheiden. Aktuell liegt die AfD in Wahlumfragen bei 30%, vor allen anderen Parteien. Und wir machen jetzt weiter mit einem Besuch der Solidarität. Es ist sein 4. Gundula seit dem russischen Angriffskrieg. US-Außenminister Blinken hat bei seinem unangekündigten Besuch in der Ukraine Kiew weitere Unterstützung zugesagt. Die neuen US-Hilfen seien auf dem Weg und würden für die Ukraine einen echten Unterschied auf dem Schlachtfeld machen. Präsident Selenskyj dankte und forderte dringend 2 weitere Patriot-Batterien zur Luftabwehr für die Region Charkiw. Dort gerät die ukrainische Armee zunehmend in Bedrängnis. Moskau meldete die Einnahme eines weiteren Dorfes. Die umkämpften Gebiete werden evakuiert. Israel hat seinen Unabhängigkeitstag, die Gründung des Staates Israel, heute vor 76 Jahren in gedrückter Stimmung verbracht. Statt Feuerwerk gedenken gestern Abend der Opfer des Terrorangriffs der Hamas und der noch 132 verschleppten Geiseln. Weil Israel sie in Rafah vermutet, setzt die israelische Armee ihren Einsatz dort fort. Die Vereinten Nationen verurteilten einen Angriff auf einen UN-Hilfskonvoi, bei dem erstmals seit Kriegsbeginn ein internationaler UN-Mitarbeiter getötet wurde. Bundeskanzler Scholz hat mit seiner Forderung, den Mindestlohn schrittweise von derzeit 12,41 € auf 15 € zu erhöhen, eine Debatte ausgelöst. Im Stern hatte er die Arbeitgebervertreter in der Mindestlohnkommission für ihre Ablehnung stärkerer Erhöhungen kritisiert. Die Arbeitgeber ebenso wie die FDP forderten Scholz auf, sich aus den Entscheidungen der unabhängigen Kommission herauszuhalten. Zustimmung erhielt der Kanzler aus der SPD, von den Grünen und der Linken. Nach fast 10 Jahren Streit hat die EU endgültig schärfere Vorschriften im Asylrecht beschlossen. Erstmals sind damit schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen vorgesehen. Außerdem sollen abgelehnte Migranten leichter in sichere Drittstaaten abgeschoben werden können. Und EU-Länder, die sich weigern, Schutzsuchende aufzunehmen, müssen Ausgleichszahlungen leisten. Das Thema Asyl, Flucht und Migration spaltet Freundschaften, Beziehungen, Gesellschaften wie Staaten. Auch in Europa bzw. der EU ist es zu dem Streitthema schlechthin geworden. Immer wieder wurden ja Entscheidungen über eine vernünftige, gerechte und humane Regelung verschoben oder blockiert. Jetzt also, wir haben es gerade gehört, der Beschluss. Und er hat im Kern eine Botschaft: bleibt weg. Aber wird der angekündigte härtere Umgang irgendwas verändern für Geflüchtete, für Anrainerstaaten? Und schlucken Wähler diese Beruhigungspille, die sich die EU so kurz vor den Europawahlen selbst verschrieben hat? Julia Rech und Ulf Röller zeigen, wie schwierig es ist, sich abzuschotten, ohne den Rechtsstaat und seine Werte zu verraten. Wir reisen zur Außengrenze Europas, zur griechischen Insel Lesbos. Hier kamen zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015 täglich 60 Flüchtlingsboote aus der Türkei an. Fischer Kostas Pinteris rettete vielen das Leben. Sichtete er ein Flüchtlingsboot, meldete er es an die Behörden und zog selbst viele Migranten aus dem Wasser. In der Zeit habe ich mehr Menschen als Fische aus dem Wasser gezogen. Es gab nicht viele Boote der Küstenwache, die in dieser Situation helfen konnten. Es gab keine europäische Grenzschutzbehörde Frontex und keine NGOs. Heute hat Frontex in der Region 7 Schiffe, ein Flugzeug und 350 Beamte. Hier treffen wir den obersten Grenzschützer Europas, Hans Leitjens. Er besucht die Frontex-Truppe der Grenzschutzoperation Poseidon im östlichen Mittelmeer. Ihr Auftrag: die Außengrenze schützen.
Das Mittelmeer ist die tödlichste Grenze der Welt. Die Seenotrettung ist für Europa Nebensache. Es sind symbolische Bilder, die Europas Bürgern nahelegen sollen, dass Frontex auf seinem Posten im Mittelmeer ist. Unsere Aufgabe ist es, die Grenze zu schützen, und dabei müssen wir die Menschenrechte achten und Leben retten. Aber in der Reihenfolge. Im Moment ist es nicht unsere Aufgabe, primär Such- und Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Aber natürlich rettet dieses Schiff auch Leben. Europa verschärft nicht nur seinen Grenzschutz, sondern lagert auch sein Problem aus. Italien will seine Flüchtlinge nach Albanien schicken. Auf einem ehemaligen Militärgelände entsteht ein Auffanglager für insgesamt 36.000 Flüchtlinge aus Afrika. Die Anwohnerinnen erahnen nur, dass sie ein zentraler Bestandteil des europäischen Migrationssystems werden sollen. Lass sie kommen und bleiben, solange sie müssen. Wir sind in unseren Häusern. Die armen Menschen werden uns nichts tun. Auch wenn sie in meinen Garten bringen würden. Es sind und bleiben Menschen. Zurück nach Lesbos. Dort entsteht schon das nächste Lager. Bis zu 5.000 Migranten sollen hier registriert und untergebracht werden. Das neue Camp liegt mitten im Nichts, weit weg vom nächsten Dorf. Und die Dokumentation Sehnsucht Europa von der Willkommenskultur zur Abschottung von Ulf Röller und Julia Rech können Sie in der Nacht zu Donnerstag um 1 Uhr sehen oder aber auch jetzt schon online in der ZDF-Mediathek. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Blick auf Zahlen aus der Wirtschaft. Die Inflationsrate in Deutschland lag im April bei 2,2%, wie schon im März. Das bestätigte das Statistische Bundesamt. Günstiger wurden Strom und Erdgas, teurer einige Lebensmittel wie Süßwaren und Olivenöl. Auch Dienstleistungen verteuerten sich, etwa Versicherungen und Restaurantbesuche. Angesichts der teils maroden Infrastruktur und des Klimawandels sehen Wirtschaftsinstitute einen enormen Investitionsbedarf in Deutschland. In den kommenden 10 Jahren müssten 600 Milliarden Euro investiert werden, so das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft und das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Sie forderten entweder eine Reform der Schuldenbremse oder ein neues Sondervermögen, um etwa Investitionen in Verkehrswege zu finanzieren. Die kanadische Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Alice Munro ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Meisterin der zeitgenössischen Kurzgeschichte erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter 2013 den Nobelpreis für Literatur, den ihre Tochter entgegennahm. In ihren Kurzgeschichten, etwa mit den Titeln Zu viel Glück oder Liebesleben, erzählte sie realitätsnah von Abgründen des alltäglichen Lebens. Ihre Hauptfiguren, meist Frauen, das Ende häufig offen. Zum Sport. Bei den ATP Masters in Rom hat Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Souverän gewann der Tennis-Olympiasieger gegen den Portugiesen Borges. Im Viertelfinale geht es für Zverev gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz. Und der DFB hat wieder mit einer ungewöhnlichen Aktion einen weiteren Teil des EM-Kaders bekannt gegeben. Dieses Mal in einer Bäckerei südwestlich von Stuttgart. Dort klebte das Foto von Mittelfeldspieler Chris Führig auf einer Brötchentüte. Auch Niklas Füllkrug ist unter anderem dabei und Jonathan Tah. Das gesamte Aufgebot wird Bundestrainer Nagelsmann am Donnerstag bekannt geben. Und zwar ohne roten Teppich. Anders beim Star-Auflauf an der Côte d'Azur. Dort wird er standesgemäß ausgerollt, wenn die Filmfestspiele in Cannes beginnen. Doch der Unmut in Frankreich, dass die MeToo-Debatte in den letzten Jahren eben genau unter diesen roten Teppich gekehrt wurde, ist aktuell unüberhörbar. Viele Prominente äußerten sich im Vorfeld und werden es wohl auch währenddessen tun. Da kann der Festivaldirektor noch so oft sagen, wie er will, dass die Leitung beschlossen habe, ein Festival ohne Kontroversen zu machen. Dass Ehrengast Meryl Streep mit der Goldenen Palme für ihr Lebenswerk geehrt wird,
dürfte dagegen kontrovers los über die Bühne gehen. Anne Arendt. Der erste Gast kommt auf 4 Pfoten. Dann halten Glanz und Glamour Einzug. Für einen kurzen Moment ist alle Kritik in Cannes vergessen. Der beste Blick, das beste Bild, nur darum geht es hier auf den Stufen zum Palast des Festivals. Das sogleich mit großen Namen und Gesten beginnt. Juliette Binoche überreicht die Ehrenpalme an Meryl Streep. Ich danke allen Liebhabern des Kinos. Danke, dass ihr mich, mein Gesicht, noch nicht satt habt. Und dann erklären sie im Chor das Festival für eröffnet. Auf dem es in diesem Jahr recht amerikanisch zugeht, mit altbekannten Hollywood-Größen. Kevin Costner zeigt, allerdings außer Konkurrenz, Horizon, eine Westernreihe in 4 Kapiteln, beginnend im amerikanischen Bürgerkrieg. Der erste Teil kommt im August in die deutschen Kinos. In den Wettbewerb um die Goldene Palme steigt hingegen Francis Ford Coppola mit seinem neuen Film Megalopolis über den Wiederaufbau einer verwüsteten Großstadt. Über die Vergabe des begehrten Filmpreises entscheidet eine internationale Jury. Wir sind uns der Verantwortung bewusst. Ich bin total entspannt angereist, aber dann sagte man uns, Ihnen ist klar, dass Sie das Leben der Menschen ändern werden. Und ich dachte, scheiße, dafür bin ich eigentlich nicht hierher gekommen. Aber ja, es stimmt, eine Palme entscheidet über den Erfolg eines Films. Auf einer Leinwand am Strand, öffentlich für alle, wird morgen ein Film gezeigt, mit dem die MeToo-Debatte auch an der Korsett nicht mehr ausgeblendet werden kann. Moi aussi, zu Deutsch auch ich, gibt 1000 Opfern sexueller Gewalt eine Stimme. Unterstützt wird die Regisseurin Judith Godrèche in der Zeitung Le Monde. Wer hört uns wirklich zu, heißt es in dem Manifest. Ich habe in der amerikanischen Filmbranche einen grundlegenden Wandel beobachten können und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Gespräche auch ausweiten. Und so wurde heute in Cannes ein Festival eröffnet, das für intensive Diskussionen sorgen könnte, nicht nur über Filmkunst. Und später im Heute-Journal-Update geht es dann um den iranischen Filmemacher Mohammad Rasulov, der kurz vor Beginn der Festspiele aus seinem Land geflohen ist. Und mehr Unterstützung für seine Landsleute einfordert. Nazan Gökdemir freut sich auf Ihr Interesse um Mitternacht. Und wir empfehlen Ihnen jetzt 37 Grad. In dem Film der Kollegen geht es um junge jüdische Menschen in Deutschland, für die sich nicht erst seit dem Massaker am 7. Oktober einiges hier bei uns verändert hat. Wir sagen bis morgen. Tschüss. Guten Abend. Morgen befindet sich über Deutschland eine Luftmassengrenze. Einerseits transportiert dieses Hoch trockene Luft in den Nordosten, die sich hier schnell erwärmen kann. Auf der anderen Seite erreicht uns durch dieses Tief hier feuchte Luft im Südwesten. Und damit herrscht hier Starkregengefahr. Bis Samstagabend kommen im Südwesten stellenweise um 100 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. Im Nordosten ist es dagegen sonnig, trocken und windig, was für eine sehr hohe Waldbrandgefahr sorgt. Heute Nacht erreichen uns im Südwesten also schon immer mehr Wolken. In der zweiten Nachthälfte beginnt es zwischen Eifel und Oberrhein schon verstärkt zu regnen. Sonst ist es sternenklar. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 9 Grad. Morgen erwarten wir im Norden und Osten wieder verbreitet einen Sommertag mit bis 27 Grad an Elbe und Weser. Deutlich kühler ist es zwischen den Alpen und dem Ruhrgebiet mit 17 bis 22 Grad. Warum? Hier liegen die Wolken und der sich weiter ausbreitende Regen. Vor allem sind hier nachmittags aber vereinzelt kräftige Gewitter mit heftigem Starkregen möglich. Dagegen scheint zwischen Erzgebirge und Küsten wie schon heute wieder die Sonne bei einem ordentlich windigen Südostwind. Im Nordosten ist es bis zum Wochenende noch frühsommerlich mit Werten um 25 Grad und viel Sonne. Vorsicht ist aber im Südwesten geboten. Da können kräftige Gewitter mit mehrstündigem Starkregen für Überflutungen sorgen. Tschüss.